Seien wir mal ehrlich, ein großer Nachteil am VTuben ist, dass alles etwas restriktiver ist, wie wenn man mit Facecam streamt. Während ihr dort nämlich mit der Kamera jede mögliche Bewegung machen könnt, seid ihr beim VTuben auf Kopfbewegungen beschränkt. Es sei denn, ihr kauft euch teure Zusatzhardware wie Full Body Tracker oder eine Leap Motion. Ich besitze keines von beiden, aber es gibt eine Möglichkeit, mittels Webcam euren Körper zu tracken und so etwas mehr Bewegung in die Sache zu bringen. Die Qualität hierfür kann, wie ihr seht, nicht mit den teuren Lösungen mithalten. Aber wenn ihr nur gelegentlich Full-Body-Tracking möchtet, ist es meiner Meinung nach großartig. Also zunächst einmal, was benötigt man hierfür? Das Wichtigste ist natürlich das Programm. In diesem Fall heißt das 3D Pose Tracker, was uns das Full-Body-Tracking ermöglicht. Den Link dazu habe ich unten in die Kommentare gepackt. Keine Panik, die Hilfeseite ist zwar auf Japanisch, aber ich zeige euch alles, was ihr wissen müsst. Zum jetzigen Zeitpunkt ist übrigens Version 0.5.1 aktuell und ist noch in der Beta-Phase. Es können sich also noch ein paar Sachen ändern, je nachdem wann ihr das Video anschaut. Zweitens, eine Webcam. Drittens, einen leistungsstarken PC, da 3D Pose Tracker leider viele Ressourcen zieht. Das Programm hat zwar einen Modus für schwächere Hardware, welchen ich euch auch zeigen werde, aber damit habe ich nicht im Ansatz gute Ergebnisse erzielen können. Alternativ gibt es auch eine iPhone-Version, welche die Last von eurem PC wegnimmt. Diese konnte ich leider nicht ausprobieren, da ich kein iPhone besitze, aber vielleicht habt ihr dadurch mehr Erfolg. Weiters empfehle ich einen Face-Tracker mit VMC-Unterstützung. In diesem Video nehme ich hierfür meinen Standard-Tracker VSeeFace. Ihr könnt zwar auch 3D Pose Tracker alleine verwenden, da das Programm im Grunde alles hat, was ihr hierfür benötigt, aber die Navigation ist so umständlich und das Ergebnis aktuell noch nicht so gut, dass es mit VSeeFace mithalten kann. Außerdem gibt es aktuell noch keine Funktion, die es euch ermöglicht, eure Emotionen zu ändern. Während dem VTubing solltet ihr übrigens auch einfache Kleidung tragen, sowie einen einfachen Raum haben, der nicht viel markantes Mobiliar hat, damit der Tracker keine Probleme hat, euch zu tracken. Außerdem hat das Programm wie schon die Kinect das Problem, dass sie gerade für das Full-Body-Tracking viel Platz braucht, da der ganze Körper im Bild sein muss. Alternativ gibt es auch einen Oberkörpermodus, wo es auch schon ausreicht, wenn nur der Oberkörper im Bild ist. Dann könnt ihr, wie ich gerade, mit den Händen gestikulieren, verzichtet aber auf die Beinbewegung. Des Weiteren kann das Programm nach aktuellem Stand nur eine Person gleichzeitig tracken. Ja, das war jetzt auch eine etwas längere Einleitung dieses Mal, aber wir haben es jetzt auch geschafft. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen, darum ohne weitere Umschweife fangen wir an. Wenn ihr es noch nicht getan habt, ladet das Programm 3D Pose Tracker vom Buch herunter. Das Programm ist gratis, ihr könnt aber, wenn ihr wollt, eine der anderen Versionen euch kaufen und so die Entwickler unterstützen. Als Goodie bekommt ihr eine Einladung zu ihrem Discord-Server. Wenn das Programm heruntergeladen ist, entpackt es einfach und das war es auch schon mit der Vorbereitung. Startet das Programm mit einem Doppelklick und ihr könnt anfangen. Bevor wir jetzt zum eigentlichen Tracking kommen, zunächst ein paar Worte zur Kamerasteuerung. Drückt ihr Alt und die rechte Maustaste, dreht ihr die Kamera um die eigene Achse. Klickt ihr jedoch Alt und die linke Maustaste, dann dreht ihr die Kamera um den Avatar herum. Mit Alt und der mittleren Maustaste bewegt ihr euren Avatar hin und her und zoomen könnt ihr, wenn ihr Alt gedrückt haltet und das Mausrad dreht. Wollt ihr wieder in die Standardansicht von vorne zurück, dann klickt auf Item Setting und Reset Cam Position. So, jetzt noch schnell ein paar Worte zur Programmnavigation und dann fangen wir mit dem eigentlichen Tracking an, okay? Wichtig hierbei ist einzig die obere Leiste. Als Eingabequelle könnt ihr entweder eine Videodatei nehmen, welche ihr mit dem Knopf Load Movie ins Programm ladet, oder das Bild von eurer Webcam. Wenn ihr ein Video verwendet, dann müsst ihr einfach nur die entsprechende Datei auswählen und das Programm ladet anschließend kurz und schon beginnt auch schon das Tracking. Ihr seht jetzt auch schon, wofür das kleine Fenster da ist. Das ist eine Vorschau vom Bereich, in dem ihr getrackt werdet. Ihr solltet euch also innerhalb dieses Rechtecks befinden. Wollt ihr euch selber tracken, dann geht auf diese Dropdown-Leiste und wählt statt Movie-File eure Kamera aus. Rechts daneben ist nun eine neue Dropdown-Leiste erschienen, wo ihr die Framerate und die Auflösung eurer Kamera einstellt. Wählt hier eine möglichst hohe Framerate und Auflösung, damit das Eingangssignal so gut wie möglich ist. Sollte eure Kamera übrigens irgendwann einmal aufhören aufzunehmen, dann klickt ihr einfach auf Reset Cam und die Kamera sollte wieder mit dem Aufnehmen beginnen. Bei Avatar seht ihr, dass ihr standardmäßig zwei Charaktere zur Auswahl habt. Zum einen Luna und zum anderen den guten Yukihiko-chan. Wenn ihr euch selber im Programm haben wollt, dann klickt einfach auf Add Avatar und navigiert zu eurer VRM-Datei. Als nächstes könnt ihr noch ein paar Einstellungen treffen, wie wo der Charakter in der Welt erscheinen soll, wie groß er sein soll und in welche Richtung er orientiert ist und so weiter. Leider zeigt das nicht an, was die einzelnen Regler machen, wenn ihr sie verschiebt, weshalb ihr zunächst einmal ein paar Sachen annehmen müsst, bevor ihr auf Add klickt. Nun seht ihr erst, was ihr gemacht habt. Sollte das nicht dementsprechend, was ihr wollt, dann klickt ihr hier wieder auf Avatar Setting und ihr kommt in das vorherige Menü zurück. Meine Empfehlung lautet:
Ändert hier nur, wenn ihr es benötigt und aktiviert das Skelett, indem ihr hier einen Haken reinmacht, damit ihr seht, wie ihr getrackt werdet. Wahrscheinlich wird euer Charakter, wie auch meiner, wild herumzappeln, weil das Programm, wie schon gesagt, im Vollbody-Modus einen ganzen Körper zu tracken versucht und wenn ihr, wie ich vermute, vor einem PC sitzt, die Beine und eventuell auch die Arme nicht erfassen kann, weil die ja gerade unter dem Tisch sind. Ich würde nun vorschlagen, ihr klickt jetzt, bevor wir hier weitermachen, hier auf Configuration, aktiviert Show Source Image, deaktiviert Mosaic, damit ihr euch auch klar sehen könnt, klickt auf OK und dann geht ihr erstmal ein paar Schritte zurück und versucht einmal das Tracking. Habt etwas Spaß damit. Darum geht es ja beim VTubing, um Spaß zu haben. Okay, machen wir weiter. Wenn ihr wollt, dass ihr anstatt der flachen Hand eine andere Geste macht, dann klickt auf Item Setting. Jetzt könnt ihr hier unten die Biegung jedes Fingers der linken und der rechten Hand sowie die Spreizung der einzelnen Finger einstellen. Wenn ihr wollt, dass euer Avatar etwas in den Händen hält, dann könnt ihr das in diesem Menü auch ganz einfach einfügen. Einzige Voraussetzung ist, dass das Objekt im GLTF-Format vorliegt. Klickt einfach auf Add New Item und navigiert einfach zu der entsprechenden Datei. Die Position stellt ihr ein, indem ihr das Körperteil bei Coordinate eingibt, an die das Objekt angeheftet sein soll und die entsprechenden Werte in diesem Bereich eintippt, um genau einzustellen, wo, wie groß und in welcher Ausrichtung das Objekt sein soll. Wenn ihr das Objekt einfach nur in der Welt haben wollt und es sich nicht bewegen soll, wählt bei Coordinate World aus. Bei Kia Sign könnt ihr nun dem Objekt eine Taste zuweisen, mit der ihr diese einfach ein- und wieder ausblenden könnt. Gehen wir zurück in die Konfiguration und dann seht ihr, dass es noch viele andere Sachen zum Einstellen gibt. Hier in den Einstellungen gilt, ihr seht die Änderungen erst, wenn ihr entweder auf OK oder Play klickt. Es ist also aktuell noch ein ständiges Ausprobieren. Übrigens, was jetzt kommt, ist etwas umfangreicher und etwas dröger, weshalb ich für jeden der Reiter ein eigenes Kapitel angelegt habe. Ich empfehle also, springt einfach zu dem Punkt, über den ihr mehr wissen wollt. Wie ihr dann die Daten in euren normalen Face-Tracker hineinbringt, zeige ich ab diesem Zeitcode hier. Show Source Image habt ihr ja schon gesehen. Hier wird groß der Hintergrund eingeblendet, sodass ihr die Sicht der Kamera seht und Mosaic verpixelt das Bild entsprechend, damit eure Privatsphäre geschützt ist. Show Input Image ist der kleine Kasten, der euch zeigt, wo das Programm trackt. Hier könnt ihr es auch ausblenden, falls es euch stört. Hip on Drop macht folgendes. Das Programm nimmt ja das Bild von der Kamera oder dem Video und trackt damit den Avatar. Wenn jetzt das Programm aber nicht die vollen FPS schafft, dann würde das Programm etwas hinterherhängen und der Avatar würde sich in Zeitlupe bewegen. Aktiviert ihr diese Funktion, dann sorgt das Programm dafür, dass wenn ihr nicht die vollen FPS schafft, diese übersprungen werden und nicht in die Bewegung hineinfließen, wodurch alles in normaler Geschwindigkeit abläuft, aber nicht so genau, wie ihr bei mir seht. In der Regel wollt ihr diese Funktion aktiviert haben. Movie File Repeat Playback Mode macht einfach, dass wenn das Eingangssignal ein Video ist und das Video fertig ist, dass es automatisch von vorne beginnt. Mirror Mode spiegelt, wie getrackt wird. Das heißt, wenn ihr eine Hand hebt und der Avatar die rechte Hand hebt und danach den Mirror Mode aktiviert und dasselbe mit der gleichen Hand wieder macht, hebt der Avatar nun die andere Hand. Source Cut Scale und Source Cut Center Position sind sehr wichtig. Ihr seht ja, dass das Eingangssignal quadratisch ist. Eure Kamera wird aber vermutlich ein Bild im 16:9 Format aufnehmen. Das Programm schneidet sich daher einen quadratischen Bereich aus dem Eingangssignal heraus, was es standardmäßig genau im Zentrum und so groß wie möglich macht. Ich habe euch ja vorhin gesagt, dass ihr aufstehen und das Tracking testen sollt. Das war nur zum Teil zum Spaß. Ihr solltet auch sehen, ob ihr im kleinen Rechteck im Zentrum auftaucht und nicht auf einer Seite versetzt seid. Eventuell seid ihr auch sehr klein gewesen. Die beiden Werte stellt ihr nun daher so ein, dass ihr mit dem ganzen Körper so groß wie möglich zentral im kleinen Quadrat zu sehen seid. Die Werte bei Source Cut Scale reichen dabei von 0, so klein wie möglich, zu 2, so groß wie möglich. Und bei Source Cut Center Position von -1, ganz links von der Kameraaufnahme, zu 1, was ganz rechts heißt. Auf der rechten Seite könnt ihr einstellen, ob ihr den Schlosshintergrund sehen wollt oder nicht. Beziehungsweise könnt ihr auch einen eigenen Hintergrund hineinladen und die Größe vom Bild skalieren. Wenn wir mal den Hintergrund deaktivieren, dann seht ihr, dass wenn kein Bild geladen ist, standardmäßig ein Greenscreen auftaucht. Braucht ihr eine andere Farbe, weil ihr zum Beispiel einen grünen Avatar habt, dann könnt ihr die Farbe hier bei Background Color ändern, indem ihr den Rot-, Grün- und Blauwert entsprechend abändert. Gefällt euch nicht, wie ihr beleuchtet werden, dann könnt ihr hier die Intensität der Einstellung bzw. auch die Farbe. Das Programm bietet auch einen Transparenzmodus an, aber seht selber. Hier
damit kann man alles total gut vorzeigen. Topmost bewirkt, dass das Programm immer automatisch über allen anderen Programmen ist und nie in den Hintergrund gerät, falls ihr sehen wollt, wie ihr getrackt werdet. Wenn ihr mit der Art des Tracking nicht zufrieden seid, dann könnt ihr mit den Werten unter Predict die Filterung anpassen. Wenn ihr zum Beispiel stark zittert, dann könnt ihr das Kalman-Filter-Intervall verkleinern, was das Tracking weniger empfindlich macht. Seid euch aber bewusst, dass dadurch auch die Bewegungen weniger stark ausgeprägt sind. Was es mit dem Kalman-Filter-Noise genau auf sich hat, kann ich euch nicht sagen, weil ich keinen Unterschied gesehen habe. Aber laut dem Entwickler bewirkt es dasselbe wie das Filterintervall. Also je kleiner der Wert, desto weicher werden eure Bewegungen. Aber eure Bewegungen werden dafür weniger stark ausgeprägt. Der Low-Pass-Filter unterdrückt kleine Bewegungen, sodass die Bewegungen lockerer werden und der Avatar nicht so wild herumspringt und zittert. Der Entwickler empfiehlt hier einen Wert zwischen 0 und 0,2. Der Wert darunter, der N-Order LPF, sagt, wie oft der Low-Pass-Filter hintereinander angewendet werden soll. Spielt einfach damit herum und stellt einen Wert ein, bei dem ihr sagt, dass er für euch am besten funktioniert. Ihr könnt ihn aber auch von Anfang an auf 9 stellen, da er nicht wirklich ressourcenintensiv ist. Mit Threshold gebt ihr dem Programm an, wie sicher es sein soll, dass im Programm ein Mensch zu sehen ist, bevor es mit dem Tracking anfangen soll. Stellt es euch so vor. 1 heißt, hier ist definitiv ein Mensch zu sehen und 0, es ist kein Mensch zu sehen. Für gewöhnlich ist der Wert, wenn im Bild ein Mensch zu sehen ist, 0,5 oder höher. Und wenn keiner zu sehen ist dieser zwischen 0 und 0,2. Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso es 2 Werte gibt, ganz einfach. Forward Threshold wird dann verwendet, wenn ihr zur Kamera steht und Backwards, wenn ihr den Rücken zur Kamera habt. Für gewöhnlich ist das Programm dann nämlich nicht mehr ganz so sicher, dass es sich um einen Menschen handelt, weshalb ihr hier einen kleineren Wert einstellen solltet. Meine Empfehlung ist aber, bleibt zunächst bei den Standardwerten und passt die Werte dann an, wenn ihr merkt, dass das Programm auch dann zu tracken versucht, wenn ihr gar nicht mehr im Bild seid. So, nun zu dem, was die 4 Checkboxen Lock Foot, Lock Leg, Lock Hand und Elbow Access to Top machen. Damit sagt ihr dem Programm, dass es den jeweiligen Körperteil nicht tracken soll. Das könnt ihr dann machen, wenn ihr es nicht schafft, dass euer ganzer Körper in die Kamera passt. Wenn ihr zum Beispiel merkt, okay, mein Fuß ist nie im Bild, aktiviert ihr Lock Foot und das Programm hört auf, diesen zu suchen, wodurch Ergebnisse wie diese nicht mehr auftreten sollten. Und nun zu dem vermutlich enttäuschendsten Punkt in diesem Programm. Ihr habt bei mir bestimmt schon gemerkt, dass meine FPS sehr niedrig sind. Vielleicht habt ihr auch dasselbe Problem und wollt daher die Tracking-Qualität verringern. Das Programm bietet zwar die Möglichkeit an, dies unter dem Punkt Trained Model zu tun, aber leider habe ich damit nie ein brauchbares Ergebnis erzielen können. Egal was für Werte ich hier oben eingetragen habe. Ihr könnt aber sehr gerne versuchen, ob ihr mehr Erfolg habt. Wichtig ist nur, wenn ihr die Tracking-Qualität ändert, müsst ihr, wie das Programm von euch verlangt, es einmal neu starten. Ansonsten werden die Änderungen nicht übernommen. Upper Mode ist sehr interessant. Und zwar wollt ihr nicht immer euren ganzen Körper aufnehmen, sondern manchmal auch nur euren Oberkörper. Aber wenn ihr nicht vollständig im Bild seid, spinnt das Programm ja herum. Aktiviert ihr aber nun den Upper Mode, dann sagt ihr dem Programm, tracke nur meinen Kopf, meinen Oberkörper und die Hände. Es ist also ein Modus, der eine ähnliche Funktion wie die Leap Motion verspricht. Was Root Translation genau macht, weiß ich nicht zu 100%. Aber hier könnt ihr einstellen, wie weit euer Oberkörper sich in der X-, Y- und Z-Achse mitbewegen soll. Bei 0 bleibt der Avatar größtenteils starr. Und bei 1 bewegt er sich stark mit. Persönlich finde ich den Effekt am besten, wenn dieser Wert bei 0 ist. Source Cut Scale und Source Cut Center Position haben hier den gleichen Effekt wie bei Images. Und zwar, welcher Bereich von der Kamera für das Tracking hergenommen wird. Spielt also einfach herum, damit ihr möglichst zentral im quadratischen Kasten zu sehen seid. In diesem Tab gibt es auch eine Funktion, die verspricht, dass eure Finger getrackt werden. Und zwar hier bei Use Hand Tracking. Dies befindet sich aber aktuell noch in der Beta-Phase und ist, wie ihr seht, noch weit weg von perfekt und fertig. Der Tab Record ist schnell erklärt. Mit dem Programm könnt ihr auch Motion Capture betreiben und die Daten entweder im BVH-Format speichern, damit ihr sie später im Blender verwenden könnt, oder im VMD-Format, was von Miku Dance verwendet wird. Setzt einfach bei dem Format, welches ihr haben wollt, einen Haken und das war das Wichtigste schon. Der Rest ist Feintuning, wie welche Framerate die Aufnahme haben soll. Ich würde euch gerne noch genauer erklären, was die einzelnen Punkte hier machen, aber leider habe ich noch nie mit Motion Tracking gearbeitet und habe es trotz diversen Tutorials nicht hergebracht, dass sich mein Avatar in Blender bewegt. Vielleicht habt ihr aber mehr Glück und Erfahrung und in dem Fall klickt hier einfach auf Record BVH bzw. Record VMD und schon zeichnet 3D Post Tracker eure Bewegungen auf. So, kommen wir nun ohne weitere Umschweife zum nächsten Punkt. Lip Sync. Wie der Name schon sagt, kann das Programm auch eure Lippenbewegungen über ein Mikrofon tracken. Ähnlich wie ihr es vielleicht schon aus anderen Face-Trackern kennt. Außerdem könnt ihr einstellen, dass euer Avatar in regelmäßigen Abständen automatisch blinzelt. Wie schnell die Blinzelanimation abgespielt werden soll,
stellt ihr mit Time Blink ein. Threshold und Intervall geben an, wann es passieren soll. Intervall sagt dabei nach, wie viele Sekunden etwa soll geblinzelt werden. Und Threshold, wie zufällig soll das Ganze sein. Je kleiner der Threshold-Wert, desto öfter blinzelt der Avatar. Room ist ebenfalls eine Funktion, welche sich höchstwahrscheinlich noch in der Entwicklung befindet. Aktiviert ihr die Funktion, dann erscheint nämlich ein Raum. Ich vermute mal vom Standardschloss im Hintergrund. Dreht ihr die Kamera, dann seht ihr auch, dass es sich hierbei um einen 3D-Raum handelt und nicht einfach nur ein Bild, welches im Hintergrund geladen wird. Wie groß und wo der Raum dargestellt wird, stellt ihr wie immer über die einzelnen Zahlen hier ein. Des Weiteren könnt ihr hier einstellen, ob ein Schatten auf dem Boden dargestellt werden soll oder nicht. An sich alles eine coole Sache. Ich würde mir aber die Funktion wünschen, einen eigenen Raum in das Programm laden zu können. Was Granda IK macht, kann ich euch noch nicht mit Sicherheit sagen, da die Funktion noch nicht benutzt werden soll und noch nicht funktioniert. Zumindest habe ich noch nicht herausgefunden, was sie macht. Ich gehe aber stark davon aus, dass man hier später den Avatar auf den Boden festmachen kann, sodass er nicht mehr so leicht über den Boden fliegt, wenn ihr euch bewegt. Window Capture bietet euch die Möglichkeit an, ein Programmfenster im Hintergrund anzeigen zu lassen. Stellt es euch so ähnlich vor wie eine Fensteraufnahme bei OBS. Aktiviert einfach die Funktion, wenn ihr sie wollt, wählt das entsprechende Fenster aus, stellt wieder die Position, die Skalierung und die Aufnahmeframerate ein und zack, die Fensteraufnahme beginnt im Programm. Ihr könnt nun also als VTuber Wettervorhersagen machen. Wenn ihr wollt, dass der Mauszeiger mit aufgenommen wird, setzt einfach den Haken. Mehr kann man hier aber auch nicht machen. Okay, nun zum letzten Punkt. Und, oh Junge, das war eine zähe Partie. Aber jetzt sollten auch wieder alle da sein. Hallo. Also, mit Use Unity Video Capture könnt ihr die virtuelle Kamera von diesem Programm aktivieren. Damit könnt ihr unter anderem direkt die Bildaufnahme nutzen und das Bild in Chatprogrammen wie Discord einfügen. Oder, falls ihr einen Collab macht, den Fensterinhalt mit OBS Ninja zum Collab-Partner schicken und dadurch zwei bewegliche Models auf dem Bildschirm haben. Oben sollte nun ein großartiges Tutorial von eurem werten Kapitän zu sehen sein. Der untere Punkt, Receive VNC-Protokoll, bewirkt, dass das Programm externe Tracking-Daten auf dem angegebenen Port sucht und bei sich selber einfügt. Aber jetzt kommen wir dazu, wie man die Tracking-Daten aus diesem Programm in einen anderen Face-Tracker einfügt. Setzt dazu hier bei Send VNC-Protokoll einen Haken. Die Werte bei IP und Port belassen wir so, wie sie sind. In der Regel solltet ihr damit keine Probleme haben. Und wenn ihr nun auf OK klickt, dann überträgt 3D Post Tracker die Tracking-Daten an den Port, den wir gerade eingestellt haben. Ihr seht es nur nicht, da das Programm kein Feedback gibt. Das einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist ein Programm, welches diese Daten empfängt und umsetzt. Ich verwende hierzu VCFace, aber ihr könnt jeden beliebigen Face-Tracker verwenden, welcher das VNC-Protokoll unterstützt. Sucht einfach in den Optionen nach Punkten, die so ähnlich klingen. Startet nun also eure Tracking-Software. Wenn ihr eure Webcam bereits in 3D Post Tracker zum Tracken verwendet, wird diese hier nicht funktionieren, da standardmäßig immer nur ein Programm auf das Kamerabild zugreifen kann. Das sollte aber bei VCFace kein Problem sein, da wir Tracking-Daten ohnehin von 3D Post Tracker bekommen. Wir verlieren jedoch die automatische Emotionserkennung, außerdem wird der Mund nur noch über das Mikrofon getrackt. Ihr könnt also nicht einfach den Mund öffnen und der Avatar macht dasselbe. Wenn euch das stört, könnt ihr entweder eine zweite Kamera verwenden, wie zum Beispiel die eures Smartphones, oder ihr verwendet externe Programme, die diese Einstellungen umgehen. Als Beispiel sei hier Splitcam erwähnt. Ladet da einfach das Programm herunter und setzt einen Haken in der Installation bei Disable Media Foundation Frame Server, damit mehrere Programme das Output-Signal vom Programm verwenden dürfen. Das Programm installiert euch nun eine virtuelle Kamera, welche ihr nun anstatt der regulären Webcam in 3D Post Tracker und VCFace einfügt. Damit das Bild in der virtuellen Kamera übertragen wird, startet dazu einfach das Programm und falls ihr euch nicht direkt schon seht, klickt hier oben auf das Plus, dann Add Kamera und wählt anschließend eure Webcam aus. In VCFace stellt ihr einfach bei Kamera dann die virtuelle Kamera oder falls ihr eine zweite Webcam verwendet, halt diese hier ein und das war's. Solltet ihr keine dieser beiden Methoden machen, dann wählt ihr einfach eure normale Webcam aus. Es kann aber sein, dass ihr die Kamera in 3D Post Tracker neu laden müsst. Klickt dazu einfach auf Reset Cam. Geht jetzt einfach hier auf Einstellungen und allgemeine Einstellungen und scrollt nach unten, bis ihr OSC-VNC Receiver seht. Wenn ihr es aktiviert, dann sollte sich unser Avatar nun bewegen. Sollte er das nicht tun, dann gehen wir zurück in 3D Post Tracker, Others und kopieren uns die Portnummer in die Zwischenablage. Den Port fügen wir nun in dieses Feld von VCFace ein und alles sollte nun funktionieren. Schaut jedoch euer Avatar nun in die falsche Richtung, dann geht wieder in die Optionen von 3D Post Tracker und aktiviert die Option ROT.
Dies rotiert die Tracking-Daten um 180 Grad, sodass ihr nun in die andere Richtung schaut. Um Zugriff auf eure Emotionen zu bekommen, setzt einen Haken hier bei Apply VC Face Tracking und es sollten weitere Optionen auftauchen. Setzt den Haken bei Apply Expressions und ihr könnt nun wieder über die Shortcuts eure Emotionen ändern. Aktiviert außerdem Track Face Features und im darauf erscheinenden Untermenü Track Blend Shapes, damit sich die Lippen bewegen, wenn ihr redet. Wenn ihr eine zweite Webcam verwendet, dann könnt ihr zusätzlich Track Eyebones und Track Jawbone aktivieren und ihr bekommt das standardmäßige Face-Tracking vom VC-Face wieder. So, und das war es für dieses Mal auch schon wieder. Ich hoffe, ich konnte euch eine tolle Alternative zu teuren Body-Tracking-Lösungen vorstellen und dass ihr hiermit viel Spaß habt. Sollten noch Fragen offen sein, dann stellt sie doch unten in die Kommentare hinein. Außerdem könnt ihr dort noch weitere Anregungen zu weiteren Tutorials hinterlassen. Und jetzt entschuldigt mich, aber mich juckt das Tanzbein. Wenn ich jetzt auch das Tanzbein gepackt habe, wieso dann nicht das Ganze gleich auch noch mit der richtigen Lichtstimmung untermalen? In meinem letzten Video habe ich euch nämlich genau das gezeigt. Und zwar wie man mit OBS eine dynamische Beleuchtung erstellt, welche sich automatisch mit dem Bildschirminhalt anpasst. Ihr solltet das Bild nun auf eurem Bildschirm eingeblendet sehen. Aber auch wenn es für heute für uns schon gewesen sein sollte, tschüss und bis zum nächsten Mal. Meine Landratten.